zusammen, willkommen zum zweiten Teil des Lithium-Batterie-Selbstbau-Videos. Den ersten Teil verlinke ich euch oben rechts. Dort seht ihr, wie ich den Batteriekasten aus Blech selbst gefertigt habe. In diesem Video werde ich zunächst die Komponenten vorstellen und danach die Batterie zusammenbauen. Viel Spaß! Ich habe bei AliExpress 4 Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen gekauft. Diese haben 176 Ampere-Stunden und jeweils 3,2 Volt. Die Batterien sollten aus einem Lager in Polen kommen. Schlussendlich kamen sie dann aber auch aus Deutschland. Aber mit diesem Versand aus diesen Lagern ist das Ganze auch zollfrei gewesen. Ich habe für die Batterien 440 € bezahlt. Wie ihr seht, sind die Batterien sehr ordentlich verpackt und alles kam unbeschädigt bei mir an. Eigentlich sollte die Versanddauer 3 bis 7 Tage dauern. Schlussendlich habe ich aber 2 Wochen gewartet. In der Videobeschreibung werde ich einen Link einstellen zu dem Verkäufer. Hier seht ihr nun die 4 Batteriezellen. Zusätzlich waren auch noch Zellverbinder mit dabei, Madenschrauben und Muttern. Als erstes habe ich erstmal einen Spannungstest gemacht. Die erste 3,29, die zweite Batterie 3,29, die dritte 3,28 Volt und die letzte 3,27 Volt. Hier die angesprochenen Zellverbinder, wie gesagt 8 Stück davon. Zudem die Madenschrauben und Muttern. Die zweite wichtige Komponente ist das BMS, das Batteriemanagementsystem. Auch dies habe ich bei AliExpress gekauft, aber diesmal kam das direkt aus China, hatte über 30 Tage gedauert, bis es bei mir eingetroffen ist. Dabei ist auch eine Beschreibung, wie das Ganze angeschlossen werden muss. Ich hatte inklusive Versand 61 € bezahlt. Ist ordentlich verpackt. Hier das eigentliche BMS. Es ist schwerer, als ich gedacht habe. Dann die Balancing-Kabel. Ein Temperatursensor. Bluetooth und ein USB-Kabel zum Anschluss an den PC. Die dritte Komponente sind Batteriepole. Ich habe sie auch bei AliExpress gekauft. Sie haben ein M8er Gewinde und haben ca. 3 € gekostet. So, und schon geht die Montage los. Für den Spannungsausgleich habe ich die Batteriezellen zunächst parallel verbunden und das Ganze für 3 Tage. Zum Schutz und elektrische Isolierung verwende ich GFK-Platten. Als ersten Schritt klebe ich eine GFK-Platte auf dem Boden auf. Als Klebstoff verwende ich Montagekleber. Die Seiten möchte ich noch zusätzlich mit Schaumstoff stützen, vor allem um die Nieten abzudecken. Von einer anderen Sendung hatte ich noch Schaumstoff übrig, den habe ich zugeschnitten und eingepasst. Zusätzlich habe ich für die Nieten noch kleine Aussparungen vorgesehen.
Auch hier verwende ich den Montagekleber. Als Isolierung verwende ich wieder die GFK-Platte. Auch an den breiten Seiten nutze ich die GFK-Platten zur Isolierung. Hier das Resultat: 3 Seiten und der Boden sind isoliert. Als nächstes installiere ich die Batteriepole. Da ich bei der Einbauposition der Batterie nach oben limitiert bin, sehe ich die Batteriepole an der Seite vor. Zunächst vorbohren. Die Löcher vergrößern. Bis der benötigte Durchmesser für den Einbau der Pole erreicht ist. Nun wird noch die letzte Seite gepolstert und mit GFK-Platte isoliert. Der Batteriekasten ist nun fertig vorbereitet für den Einbau der Batteriezellen. Um die Kabel für den Zellausgleich vernünftig anschließen zu können, werde ich Ringösen an die Kabelenden ansetzen. Um auf Nummer sicher zu gehen, werde ich die Ringösen nicht nur vergrimpen, sondern noch zusätzlich löten. Dann noch Schrumpfschläuche aufschieben.
Um den elektrischen Widerstand gering zu halten, werde ich die Zellverbinder doppelt nehmen und zusätzlich mit Schrumpfschlauch isolieren. Die Batteriezellen haben nur eine ganz dünne blaue Kunststoffummantelung. Um einen Kurzschluss zu verhindern, verwende ich wiederum GFK-Platten. Diese setze ich zwischen die einzelnen Batteriezellen. Um eine feste Einheit zu bilden, nutze ich Panzerklebeband, um alle 4 Batteriezellen miteinander zu verbinden. Hier nochmal den Batteriekasten mit den isolierten Seitenwänden. Als nächstes werde ich den Batterieblock in den Batteriekasten einfügen. Das geht ordentlich stramm hinein, aber so ist das auch gedacht. Im nächsten Schritt werde ich die 4 Batteriezellen in Reihe schalten, so dass ich auf meine 12,8 Volt komme. Was ihr hier seht, ich habe die nicht benötigten Batteriepole abgeklebt, damit es nicht unabsichtlich zu einem Kurzschluss kommen kann. Zunächst drehe ich die Madenschrauben hinein, nicht bis zum Anschlag, sondern etwas locker. Dann kommt der Zellverbinder drauf und die Muttern werden aufgeschraubt. Jetzt die Verbindung von Batteriezelle 2 zu 3, immer von Plus nach Minus. Und nun schlussendlich die Verbindung von Batteriezelle 3 zu 4, auch wieder von Plus nach Minus. Zum Schluss drehe ich noch die Madenschrauben in den Haupt-Minus- und Haupt-Plus-Pol und setze dann noch die Muttern auf. Und stimmt die Spannung? Perfekt, 13,16 Volt. Ich habe bei AliExpress noch einen kleinen Spannungsmesser gekauft.
der hat auch noch einen Temperatursensor, der berechnet den Ladezustand anhand der Spannung. Dafür hatte ich dieses kleine Fensterchen vorgesehen. Da noch schnell mit Plus und Minus verbinden, fertig. Jetzt werden noch die beiden Batteriepole eingeschraubt. Links der Minuspol. Und rechts der Pluspol. Nun folgt der anspruchsvollste Teil des Projektes, die Installation des BMS. Insbesondere der Anschluss der Kabel für den Zellausgleich ist nicht ganz ohne. Es muss sehr sorgfältig gearbeitet werden, ansonsten kann man das BMS zerstören. Hier der Ausschnitt der Anleitung, was den Anschluss der Balancing-Kabel anbelangt. Hier nun die Kabel für den Zellausgleich. Es sind 5 Kabel, eins schwarz für den Minuspol, das Kabel neben dem schwarzen für die erste Batteriezelle, das dritte Kabel für die zweite Batteriezelle und so weiter. Also Schritt 1, Anschluss des schwarzen Kabels an den Minuspol. Nun das zweite Kabel, das sich direkt neben dem schwarzen befindet, das wird an der Brücke zwischen dem ersten und der zweiten Batteriezelle angeschlossen. Nun das dritte Kabel. Das wird an der Brücke zwischen der zweiten und dritten Batteriezelle angeschlossen. Nun kommen wir zum vierten Kabel. Das wird an der Brücke zwischen der dritten und vierten Batteriezelle angeschlossen. Zum Schluss muss noch das fünfte Kabel angeschlossen werden, und zwar an den Pluspol der gesamten Batterie. Um auf Nummer sicher zu gehen, überprüfe ich nochmal die Spannung an jedem einzelnen Kabel. Die Spannung muss von Kabel zu Kabel von links nach rechts jeweils um ungefähr 3,2 Volt steigen. Schlussendlich haben wir also die Gesamtspannung von 13,15 Volt. So, was ich jetzt noch gemacht habe, ist, ich habe die Schrauben angezogen. Ich habe das Ganze noch mit Klebstoff gesichert. Dann habe ich die Kabel befestigt mit Klebeband und schon mal so zusammengeführt, dass ich die gleich gut anschließen kann.
habe jetzt noch weitere Schaumstoffplatten zugeschnitten und sie eingelegt. So, ich habe die Balancing-Kabel nun angeschlossen. Als nächsten Schritt werde ich das blaue B-Kabel am Minuspol der Batterie anschließen. Nun verbinde ich den Pluspol mit der Pluspol der Batterie. Zwischenzeitlich habe ich auch alle anderen Kabel am BMS angeschlossen, das heißt Temperatursensor, USB-Kabel zum PC und das Bluetooth-Kabel. Und nun verbinde ich das schwarze P-Kabel des BMS mit dem Minuspol des Batterieausgangs. So, und nun noch der finale Spannungstest. Perfekt, 13,15 Volt. Dann habe ich noch alles mit Schaumstoff ausgekleidet. Und nun kommt noch der Deckel drauf. Super. Ich habe am Schluss noch einen Kapazitätstest durchgeführt. Die erfreuliche Neuigkeit, statt der erwarteten 176 Ampere-Stunden sind es glatte 184. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Weitere Themen folgen. Bis dahin alles Gute. Gruß, Mike.